Hallo meine Lieben, heute ist auch schon der letzte Tag von der Geschenkserie und ich hoffe, ihr hattet bisher Spaß daran und heute haben wir eben noch das letzte Video. Ich weiß, ich habe euch ein bisschen viel Sublimationsprojekte gezeigt und deshalb wollte ich heute noch was machen, was mit der Infusible Ink ist und auch mit den Infusible Ink Stiften. Und wir werden das auch mit der Cricut Tassenpresse machen und zusätzlich werden wir das auch mit der Cricut Joy machen, so dass wirklich diejenigen, die jetzt eben nur die Cricut Tassenpresse haben oder eben nur den Cricut Joy oder auch, ich werde auch eine Variante machen, wo ihr das machen könnt, ohne dass ihr einen Plotter habt. Auch da zeige ich euch eine Möglichkeit. Das heißt, wir werden heute 3 Tassen machen und mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Ich habe für die 3 Tassen, die ich heute machen werde, so einiges auf dem Tisch und das, weil ich euch einfach verschiedene Sachen zeigen will. Das Wichtigste natürlich, ihr braucht eine Sublimationstasse, da geht keine normale Tasse. Die Sublimationstassen haben eine Beschichtung, die im chemischen Prozess dann erst quasi das möglich machen, dass sich die Infusible Ink überträgt. Ich werde heute mit der Tassenpresse von Cricut arbeiten und dann mit den Infusible Ink Stiften werde ich ein Projekt machen. Für dieses Projekt, das ist für die gedacht, die zwar die Tassenpresse haben, aber keinen Plotter. Ne? Da will ich euch eine Variante zeigen. Und dann werde ich ein Projekt machen, wo ich euch einfach die Manschette zeige, die es im Design Space drin gibt. Da braucht ihr für die Cricut Joy, ihr könnt das Ganze auch mit einem Maker machen, aber ich wollte heute einfach zeigen, dass ihr das eben auch mit der Cricut Joy machen könnt. Da braucht ihr aber die lange Matte dafür. Für eine Variante, die ich euch zeigen werde, brauchen wir noch den Stift. Und dann habe ich für die andere Variante oder für beide, die Variante 2 und 3, habe ich hier verschiedene Infusible Ink Sheets. Ihr seht dann, von was ich rede oder warum ihr die verschiedenen Sachen braucht. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem ersten Projekt. Für das erste Projekt werden wir mit den Infusible Ink Stiften arbeiten. Dann habe ich hier ein Lichtpad und das habe ich ganz einfach an einer Powerbank dran, weil das mit einem USB-Sticker quasi geladen wird oder mit Strom versorgt wird. Und hier haben wir 3 verschiedene Helligkeiten. Ich finde es ein super Pad, auch zum Beispiel, wenn ihr entgittert, ist auch hilfreich. Was ich mache, wenn ich mit Stiften arbeite, ich habe hier immer so ein Plastik-Sheet drauf oder eine Plastikfolie, weil ich nicht will, dass plötzlich irgendwie von der Farbe von den Stiften her was aufs Pad durchdrückt. Dann habe ich ein bisschen Kleber und ich habe ein kleines Motiv, was ich auf die Tasse haben will und das gespiegelt. Ne? Also ihr könnt auch freihand zeichnen, was auch immer ihr wollt. Ihr braucht ganz normales Kopierpapier, Druckepapier. Jetzt bereiten wir schon mal das Design vor. Und zwar mache ich das so, dass ich hinten aufs Pad meine Vorlage klebe, damit die mir nicht verrutscht. Und nicht hinten aufs Pad, sondern hinten auf dieses Plastiksheet. So, das muss auch nicht gerade sein. Und dann habe ich hier ein Stück zurechtgeschnitten, was 9 cm ist, ne? Und genug groß ist für das Motiv. Auch das klebe ich drauf und da mache ich jetzt schon mal das Licht an, damit ich sehe, wo ich das hinhaben will. Weil dieses Papier hier verwendet ihr nachher, um das Ganze auf die Tasse aufzubringen. Und jetzt seht ihr, dass ich hier durchsehe. Und jetzt kann ich quasi einfach mit den Stiften arbeiten. Das heißt,
Die könnt ihr nicht nur mit dem Plotter verwenden, sondern die könnt ihr auch normal fürs Zeichnen verwenden. Was ich gerne mache, ist die hier, das ist eine 0,4 mm Spitze. Das heißt, die ist relativ dünn. Und die hier ist eine 1 mm Spitze. Die ist dann schon ein bisschen dicker. Das heißt, zum Ausfärben verwende ich in der Regel die 1 mm. Ich habe hier nur die Auswahl von 5 Stiften und bei den anderen habe ich doch einiges mehr an Auswahl. So, für das Außenrum, um es einfach mal anzuzeichnen, werde ich hier mit der feinen Spitze arbeiten. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling. Ich habe das mal gezeichnet und das Thema ist Halbleitermarker, das sind keine Copic-Marker. Von dem her, ihr habt nicht so einen Farbverlauf oder einen Verlauf von der Tinte, die drin ist, wie ihr bei einem Copic-Marker habt. Ihr seht definitiv, wenn ihr zweimal auf eine Stelle drüber seid. Ich habe das versucht, so ein bisschen als Stilmittel einzusetzen und habe halt einfach geguckt, dass ich immer nur in eine Richtung ausfärbe. Und rosa habe ich keinen oder hatte ich keinen dicken Stift, von dem her habe ich hier jetzt mal blau genommen. Mal gucken, wie das dann aussieht auf der Tasse. Na, original und nachgezeichnet. Es hat natürlich einen Touch von selbst gemacht, das ist klar, aber naja, ich finde es eine coole Idee zum Beispiel auch, wenn ihr eure Kinder malen lasst und dann ganz einfach das zum Beispiel auf eine Tasse übertragt. Finde ich auch ganz witzig. Das Element hier, das lege ich jetzt erstmal beiseite, weil pressen werde ich dann alle Tasten miteinander. Dann machen wir hier im Cricut Design Space weiter. Ich gebe jetzt hier als Suchbegriff mal Mug ein, Englisch für Tasse. Und wenn ihr da so ein bisschen sucht, findet ihr hier dieses 20 Größen Mug Design Setup. Genau das will ich haben. Jetzt kann ich hier auswählen, was für eine Tasse es ist. Und hier habt ihr verschiedene Ränder, ne, auf diesen beiden Seiten, wie das aussehen soll. Wollt ihr straight, das heißt eine gerade Linie, wollt ihr beveled, stackable, ich zeige euch das kurz. Dann lasst mich mal die einfach auswählen. Ich nehme jetzt überall die 340 Milliliter. Die straight ist quasi das hier. Dann ripped ist so ein bisschen ausgefranst, seht ihr hier. Gehen wir mal kurz einfach die verschiedenen Arten. Wir haben kleine, große Straight Edge, dann haben wir Beveled, die verstehe ich. Beveled heißt, wenn ihr eine Tasse habt, die unten so ein bisschen abgerundet ist. Das ist das Thema, da gibt es eine spezielle Vorlage dafür. Stackable, mal gucken, was das heißt. Das sind eine spezielle Art von Tassen, die es auch gibt, die man aufeinander aufreihen kann. Die sind ein bisschen kürzer, das würde sicher nicht passen für meine Tasse. Dann Small Ripped Edge ist eben dieser ausgefranste Rand. Was haben wir noch? Scallop,
ist, wenn sie diese Wellen hat am Rand. Wavy. Da hat es solche Wellen. Und dann gibt es noch Zigzag. Die sieht dann so aus. Ich nehme jetzt für das, was ich machen will, ich eine gerade Linie und die 12 Os. Small Straight Edge 12 Os. Die Tasse, die ich habe, die wird mit 11 Unzen verkauft, also 320 Milliliter sind es, glaube ich, oder 330. Kleines bisschen kleiner. Wir versuchen jetzt mal, ob die funktioniert. Und ansonsten muss ich hier nichts machen. Gehe ich auf Anpassen. Und was ihr dann bekommt, ist die Vorlage. Ne? Der grüne Bereich ist das, was auf die Tasse drauf kommt. Das, was hier schwarz ist, das ist das, was aus der Trägerfolie der Infusible Ink ausgeschnitten wird, damit ihr das schön um die Tasse machen könnt. Und dann habt ihr hier, seht ihr schön die Linien, wo das zu liegen kommt. Das heißt, hier gerade vorne heißt, der Henkel ist hinten, dann wäre das Design hier. Und hier, dann wäre es schön auf der Seite oder hier wäre es schön auf der Seite, je nachdem, wo ihr das haben wollt. Jetzt will ich damit aber noch so ein bisschen arbeiten. Und zwar will ich Bilder einfügen. Da gebe ich jetzt mal Santa ein. Und zwar diesen hier füge ich ein und mache den gleich kurz schwarz. Voilà, das wird der hier sein. Und dann will ich noch ein anderes Bild, nämlich einen Spruch mit Santas Favorite, Santas Liebling. Ich würde sagen, der hier passt wunderbar. Jetzt einmal einfügen. Jetzt muss ich noch kurz die Maschine, nicht der Maker, sondern die Cricut Joy. So. Jetzt versuche ich mit dem Santas Favorite nicht zu klein zu gehen, damit man das dann auch wirklich sieht. Aber ihr seht jetzt, ne, die gelben Linien, ich kann das wirklich schön am Template oder an der Vorlage ausrichten. Und mit dem hier, den verteile ich jetzt so ein bisschen. Das heißt, ich dupliziere den und ändere auch mal die Richtung. Und ich gehe da auch immer so ein bisschen über den Rand drüber. Dann mache ich die teilweise auch so ein bisschen kleiner und mache eine andere Richtung. Einfach so, dass ihr ein paar davon habt, weil ich will, also ich werde den Santa quasi ausschneiden, der wird dann weiß bleiben und das, was jetzt grün ist, das wird dann mein Infusible Ink Sheet sein. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sun said it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. Na, in etwa so. Das heißt, ich versuche die wirklich einfach so ein bisschen zu verteilen. Was ich jetzt brauche, ist hiervon eine Kopie. Und das platziere ich auch wieder genau da, wo das andere grüne Element ist. Das andere blende ich aus, die Schnittvorlage blende ich aus und den Stift blende ich aus. Und dann haben wir ja eben die Santas verschweißt. Die bringe ich jetzt kurz nach vorne.
Jetzt markiere ich diese beiden Sachen und sage Aktivitäten beschneiden. Und alles, was ich jetzt brauche, ist dieses Bild hier. Das kann ich löschen, das kann ich löschen und das kann ich löschen. Und dann seht ihr, dass mir die Santas und den Schriftzug aus dem grünen Element ausgeschnitten wurde. Jetzt kann ich das andere wieder einblenden. Und dann platziere ich mein Element schön wieder über dieser Vorlage. Das blende ich aus. Die Stifte blende ich auch aus, die brauche ich nicht. Diese beiden Elemente, da muss ich sagen, verbinden. Und damit es dann natürlich auch passt, weil wir machen es ja mit Infusible Ink, muss ich das Ganze auch noch spiegeln. Horizontal, damit es so ausgeschnitten wird. Jetzt bereite ich das Ganze noch kurz vor, und zwar will ich dieses gesprenkelte Grüne hier verwenden. Mal nicht rot, sondern wir gehen mit Grün. Und das sieht hier drin ein bisschen komisch aus. Das ist das Blaue, das wird beim Pressen nachher grün. Und da ich mit der Cricut Joy arbeite, muss ich das noch kurz in die richtige Größe schneiden. Gucken wir kurz, wie groß das sein muss. Ich gehe jetzt auf Herstellen, sage auf der Schneidematte, dann nimmt es automatisch die Lange. Dann sehe ich auch, wie groß mein Sheet sein muss. Ich werde es so zuschneiden, dass ich 11 cm mache von der Breite und unten sicherheitshalber auf 27 cm. So schneide ich das kurz zurecht. Dann kann ich das hier auf die Schneidematte drauf packen. Versuche da möglichst nicht mit den Fingern drauf zu gehen. Dann sage ich hier weiter. Dann muss ich das Material auswählen und da suche ich ganz einfach nach Infusible Ink, Transferfolie. Und ich werde mit dem Druck, weil mein Messer nicht mehr ganz das Neueste ist, gehe ich auf mehr. Und dann kann ich schon die Matte laden und dann auch lossagen. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows in the rain. Und wenn er fertig ist, dann kann ich sagen, auswerfen. Können wir das von der Matte nehmen. Und ne, jetzt hat es hier, weil hier ist es zweimal drüber, ne? Außenrum, deshalb kann ich das hier wegnehmen und dann den Rest noch lösen. Da war das Messer doch frischer, als ich gedacht hatte. Das heißt, bei mir hat jetzt teilweise das Design auch bis hinten durchgeschnitten. Von dem her lasst das besser auf Normalschnitttiefe. Und jetzt können wir alles rauslösen, was ich nicht auf der Tasse haben will. Natürlich hier den Rand, der kommt weg. Auf beiden Seiten. Und dann kann ich den Rest rauslösen, den ich nicht brauche. Kann ich quasi überall so, das ist es, ich sage euch das kurz hier beim Großen. Das ist quasi alles ein Stück. Ihr könntet es sogar behalten und für einen anderen Druck brauchen. Aber einfach so, dass dann alles schön weg ist und ich quasi nur noch die Umrahmung des Santas sehe. My friends and family, making angels in the sanctuary. Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Here we go. All right. Dance, dance, now this Christmas, we're gonna dance. We're gonna dance, 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 come on. Dance. We're gonna dance, dance, dance. Have
Nighttime, I think Santa's gonna come and join us in this song. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows in the rain is. So, das war jetzt bei mir ein bisschen eine Tortur, weil ich eben zu tief geschnitten habe. Aber na, zum Beispiel diese kleinen, die könntet ihr auch noch für was anderes verwenden, wenn ihr das wollt. Und einfach gut gucken, dass ihr wirklich alles rausgelöst habt, was raus muss. Und alles noch drauf ist, was drauf sein muss. Ne? Bei den Zwischenräumen, bei den Buchstaben, ne? Zum Beispiel da, dass das wirklich alles noch da ist. Ich würde sagen, das passt. Auch das legen wir noch kurz auf die Seite. Wenn ihr davon mehrere machen wollt, dann könnt ihr das natürlich speichern. Dann gehe ich nochmal zurück. Wieder zu den Max. Wo haben wir es? Gib vielleicht Mac Design ein, dann finden wir das ein bisschen schneller. Hier. Dann nehme ich auch wieder die Straight Edge, die gerade Linie. Sage anpassen. So, dann haben wir wieder die Vorlage und hier verwende ich auch wieder zwei Bilder und eines ist Unicorn Kitty heißt es, glaube ich. Genau. Das will ich und dann noch ein Spruch, der irgendwie heißt I don't care. Das war der hier. Die beiden füge ich jetzt mal ein. Dann passe ich das Design so an, dass es eigentlich passt für mich. Ich versuche hier so ein bisschen die Mitte zu finden. Das mache ich auch schwarz. Dann sollten hier, das löse ich kurz wieder voneinander, das heißt zerlegen. Dann das Gesicht, das sollte auch schwarz sein. Das ist es auch, wunderbar. Ich habe hier vom Regenbogen Infusible Ink Sheet habe ich noch so einen Rest. Und da will ich verschiedene Farben verwenden davon. Das heißt, ich werde 4 verschiedene Farben machen. It will always be Christmas in my heart, but this year I wanna hang out with my friends and family, making angels. So soll schlussendlich mein Design aussehen. Das Grün könnt ihr wegdenken, das werde ich so nicht verwenden. Jetzt brauche ich von dem Ganzen hier, abgesehen von der Vorlage natürlich, brauche ich eine Kopie. Und das verbinde ich alles oder verschweiße alles, dass alles auf einer Ebene liegt und sage bei dem, es soll kein Schnitt sein, sondern es soll mit dem Stift zeichnen. Jetzt blende ich mal alles andere aus und behalte nur das, was ich zeichne. Ich hoffe, ich zeige euch das nicht zu kompliziert. In meinem Kopf macht Sinn. Genau. Dann das noch. So, dass ich wirklich nur noch dieses Element habe. Natürlich muss ich das spiegeln. Dann gehe ich schon auf Herstellen. Dann sage ich auf der Schneidematte und dann wird er mir das Ganze zeichnen. Respektive, wenn ich recht überlege, das Schwarze brauche ich gar nicht. Nehmen wir da kurz ein Quadrat. Dann beschneiden wir das.
Dann kann ich die beiden Teile nehmen und die löschen. Ich brauche nur das Unicorn hier. Hier auf Herstellen auf der Schneidematte. Dann lege ich hier ganz einfach ein Papier drauf. Hier nehme ich ganz normales Papier, lege das auf die Matte drauf. Dann sage ich weiter. Dann mache ich hier auch schon den Stift rein. Vielleicht Kappe noch oben drauf. Dann sage ich einfach Laserkopierpapier. Matte laden. Und dann sage ich auch schon los. Das ist jetzt ein relativ einfaches Design, ein kleines Design. Es geht mir auch nur darum, euch das zu zeigen, was ihr machen könnt, wenn ihr verschiedenfarbene Elemente habt mit der Infusible Ink, damit das dann wieder passt, weil ihr könnt ja nur einmal pressen. Das heißt, es muss alles wirklich am richtigen Ort sitzen und es muss alles auf einem Übertragungssheet drauf sein. Wenn er fertig ist, kann ich auswerfen. Stift nehmen wir wieder raus, Deckel drauf. Das Messer können wir auch wieder reinmachen. Und das ist das, was ich brauche, nämlich die gezeichnete Vorlage von meinem Motiv. Dann können wir hier wieder zurückgehen. Das kann ich eigentlich ausblenden, das brauche ich nicht mehr. Und dafür alles andere wieder einblenden. Ich will jetzt hier nicht allzu viel von meiner schwarzen Folie verlieren, deshalb verwende ich die Vorlage nicht, sondern nur meine Designs. Und jetzt ist das Schwarze ein Element. Die schwarzen Teile vom Einhorn ist ein Element und dann diese einzelnen Blumen und das Horn ist ein Element. Und so gehe ich jetzt auf Herstellen. Dann sage ich auf der Schneidematte. Und jetzt hat er mir das auf verschiedene Matten verteilt. Das heißt, zuerst kommt das Schwarze. Da nehme ich jetzt einfach ein Stück von der schwarzen Folie, platziere das entsprechend auf der Matte drauf. Dann können wir das auch schon übergeben. Und da nehme ich natürlich auch wieder das Infusible Ink. Jetzt haben wir vergessen zu spiegeln, das ist immer gut, ne? Das alles muss gespiegelt sein. Ich bin froh, merke ich das jeweils noch, bevor ich das ausschneide und bevor ich das drucke. So, nochmal. Auf der Schneidematte. Jetzt ist alles gespiegelt, passt. Gehen wir weiter. Dann Material Infusible Ink. Kann ich das Ganze schon laden. Und lossagen. Das lasse ich jetzt schneiden und dann mache ich das quasi mit jedem Stück. Das heißt, ich gucke mir die Farben an, nehme hier von diesem Reststück einfach die entsprechende Farbe, schneide ich aus und lege das so auf die Matte, wie das mir angezeigt wird und lasse das ausschneiden, so dass ich diese ganzen Einzelteile habe. Your name, it's insane.
Ihr habt vielleicht gesehen, ich musste zwischendurch auf die große Matte wechseln, weil meine Kleine nicht mehr ganz die Klebekraft hat, die sie haben müsste. Muss ich mal wieder auffrischen. I'm not gonna play it safe. I'm not gonna play it safe. It's going down on Christmas Day. So, und jetzt habe ich verschiedene Teile. Ne? Ich habe hier die Blumen, das Einhorn. Hier habe ich das Gesicht des Einhorns. Kann ich noch kurz trennen vom Spruch, weil der Spruch kommt auf die eine Seite der Tasse. Mit dem müssen wir nichts mehr machen. Der passt so schon. Aber jetzt wüsste ich ja nicht genau, wo was drauf kommen muss. Ne? Und jetzt kann ich hier das Einhorn nehmen und das da drauf packen, wo es auf der Zeichnung hinpasst. Ich muss das kurz festkleben, weil sonst verrutscht mir das die ganze Zeit. So. Jetzt kann ich eine Blume nach der anderen nehmen. Das heißt, ich löse es vom anderen Transfersheet und packe die hier drauf, da wo das drauf passt. Jetzt nochmal gucken, dass ich richtig liege. Und dann war das so. Dann die nächste Blume. Das war die hier drüben. Dann die rosa Blume. Die muss hier, upsie, muss hier drüben hin. Dann beim Einhorn haben wir verschiedene Teile. Funktioniert bei T-Shirts, wo ihr ein bisschen größere Teile habt, natürlich besser. Aber ich wollte euch einfach grundsätzlich das Prinzip mal zeigen, damit ihr das dann, egal was ihr macht, das dann auch so anwenden könnt. Das klebe ich mir. Es geht natürlich einfacher, wenn ihr ein Transfersheet habt, aber ich packe das jetzt hier einfach dahinter. Passend. Und dann noch dieses letzte Stück drauf. Das war jetzt bei mir ein bisschen ein Gefriemel, aber ihr seht das Prinzip, ne? Dadurch, dass ich eben diese Vorlage habe, weiß ich dann auch, wo ich welche Teile platzieren muss und kann so verschiedene Farben quasi auf ein Sheet rübernehmen. Das heißt, wir haben hier das Einhorn plus den Schriftzug. Das beides kommt auf eine Tasse. Dann kann ich meine Tassen auch schon vorbereiten. Und zwar natürlich zuerst kurz gucken, dass ihr da keine Rückstände auf der Tasse habt. Dann das hitzebeständige Klebeband. Fangen wir mal mit dem von den Infusible Ink Stiften an. Mal gucken, wo ich das haben will.
einfach so, dass das Design wirklich schön satt auf der Tasse ist. Und bei den Infusible Ink Stiften gehe ich immer noch mit Backpapier drauf, ne? Dass ich die Tassenpresse da wirklich schützen kann, dass sich da keine Tinte überträgt. Eine Tasse schon vorbereitet, dann nehmen wir hier das Einhorn. Hier muss ich kein Backtrennpapier drauf machen, weil die Folie selber schützt ja schon, aber ich mache einfach noch zusätzlich einen Kleber drauf, um ganz sicher zu sein, dass das auch da bleibt. Wie heißt es so schön? Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste oder so. Gut, andere Seite noch. Und ihr seht, ich stelle die Tasse einfach jeweils so vor mich hin, dass die schön parallel zu mir ist, und dann kann ich den Spruch auch schön ausrichten. Und dann noch die letzte Tasse. Da müsste die Ummantelung jetzt quasi passen. Das heißt, oben und unten müsste das so abschließen. Da muss ich natürlich gucken, dass der Henkel hier schön in der Mitte ist. Ich habe ja bei mir das Problem, dass eben hier ich die Übertragungsfolie zu tief geschnitten habe. Von dem her muss ich da auf jeden Fall ein Backtrennpapier schön straff drumherum legen. Wie gesagt, das ist bei den Infusible Ink Sheets nicht unbedingt nötig, aber ich bin lieber vorsichtig, als dass ich dann Farbe in der Manschette drin habe. Und die kriegt man dann nicht wieder weg, ne? Und dann, wenn die da drin ist, habt ihr dann die Gefahr, dass sich das auf eine andere Tasse überträgt. So, jetzt habe ich meine 3 Tassen vorbereitet. Ich habe mein Kissen von der Heat Press auf dem Tisch. Dann die Tassenpresse. Und da habe ich es so gemacht, dass ich die auf ein Holzbrett stelle, weil beim letzten Mal, ich weiß nicht, ob ihr euch an das Video erinnert, als ich euch diese Tassenpresse vorgestellt habe, hatte ich das nicht und dann hat sich meine Schneidematte angefangen zu wölben. Von dem her machen wir das jetzt so. Wenn die dann am Strom dran ist, könnt ihr die einschalten und wenn sie aufgewärmt ist, wird sie grün. Und dann presse ich das ganz einfach alle 3 miteinander und dann können wir uns das Resultat angucken. Wenn die Tassenpresse für euch komplett neu ist, guckt euch das Video, was ich euch hier oben verlinke, an. Da habe ich wirklich das vorgestellt, auch die verglichen dann mit dem, was die andere Tassenpresse kann, die ich noch habe. Aber eben in den Videos findet ihr die ganzen Infos. Ich presse die jetzt kurz und ja, bin dann wieder zurück, wenn die gepresst sind. So, die sind alle fertig gepresst und ich gehe der Reihenfolge nach, weil die letzte ist noch ein bisschen warm. Die erste ist die, wo wir das mit den Infusible Ink Stiften gemacht haben und ihr seht auch, warum ich ein Backtrennpapier verwende, ne? Das wird schon, also da kommt durchaus durch das Papier durch Farbe durch. Gucken wir uns das mal an. Das ist genau das, was ich gesagt habe, von wegen man sieht, wie man mit dem Stift das angemalt hat. Ist
ganz süß, nicht ganz mein Stil, aber ich wollte euch einfach zeigen, dass man das auch machen kann. Ne? Man sieht dann halt einfach wirklich, das ist selbst gemacht, ne? Aber hat auch was. Also, ne? Und eben dann ihr braucht kein Zeichenpad, da könnt ihr auch zum Beispiel das Design ans Fenster halten und das dadurch posten. Oder ihr könnt selber zeichnen und das wirklich freihand zeichnen. Oder eben eine Idee ist auch, ne, wenn eure Kinder gerne zeichnen, dann sowas, was eure Kinder gezeichnet haben, dann auf eine Tasse zu übertragen, ist auch eine ganz coole Sache. Dann, das war die nächste hier. Die nächste ist die, wo wir die Schablone verwendet haben und es hat, glaube ich, auch tatsächlich funktioniert von der Größe her. Die wird verkauft als 11 Unzen Tasse. Und die Vorlage ist ja für die 12 Unzen Tasse, aber sie hatte Platz drin. Auf der Seite nicht ganz. Man sieht es auch dem Papier an, da ist noch ein bisschen Farbe drauf. Aber es kann auch sein, dass ich sie nicht gut platziert habe, weil hier ist wirklich die Kante super. Und ihr seht auch, ne, wenn ihr das eben so macht, dass ihr irgendwas ausschneidet aus der Vorlage, dann funktioniert das auch wunderbar. Die finde ich wirklich cool. Mal was anderes als immer eine Weihnachten rot, sondern einfach grün. Santas Favorite, Santas Liebling, ne? Die ist schon sehr cool geworden. Und na, das muss jetzt nicht unbedingt Weihnachten sein. Das könnt ihr zum Beispiel auch mit Osterhasen zu Ostern oder was auch immer ihr da gerne machen wollt. Es geht halt einfacher, wenn ihr relativ simple Designs habt für diese Variante, wo ihr das so ausschneidet. Weil mit der Infusible Ink könnt ihr auch nicht extrem filigran dann schneiden. Aber so hat das eigentlich ziemlich gut funktioniert. Das war die zweite Tasse. Dann kommen wir noch zu der, wo wir das eben mit der Vorlage richtig platziert haben. Und wie gesagt, das muss nicht nur für Tassen sein, sowas könnt ihr eben auch mit T-Shirts oder irgendeinem anderen Objekt, wo ihr mit Infusible Ink arbeiten wollt und eben mehrfarbig arbeiten wollt, könnt ihr das machen. Gucken wir uns jetzt das Schwarze an. Das ist schon mal sehr cool. Hier habe ich einen schwarzen Punkt. I don't care. I'm a unicorn. Ne? Ist mir egal, ich bin ein Einhorn. Ist schon mal sehr cool geworden. Dann haben wir noch die Rückseite. Und es ist jetzt nicht so, dass hier die Farbe verlaufen wäre, sondern ihr erinnert euch, die Infusible Ink, die ich verwendet habe, das war ja eine mit einem Farbverlauf. Von dem her, also die Flecken hier sollten nicht drauf sein. Ich hatte eigentlich das Ganze geputzt mit dem Leder. Ah, das ist nur Kleberrückstand. Okay, kriege ich weg. Wunderbar. Schwarz ist gut geworden, auch nicht ausgelaufen. Und dann eben die verschiedenen Farben da mit dem grünen Horn, der rosa Blume, der violetten Blume und der Mitte der blauen Blume. Ne? So könnt ihr dann halt einfach auch
mehrfarbig auch mit den Infusible Ink Sheets das bedrucken. Nie mehr. Na, I don't care, I'm a unicorn und dann hier das Unicorn. Und das sind auch schon die 3 Sachen, die ich euch heute zeigen wollte, nämlich wie ihr mit den Infusible Ink Stiften auch malen könnt, wenn ihr keinen Plotter habt, nur die Tastenpresse. Vielleicht zur Tastenpresse, ihr müsst die registrieren. Das heißt, ihr müsst beim Cricut Design Space einen Account anlegen. Das heißt, ihr müsst euch dort registrieren und dann auch die Maschine registrieren. Aber mehr braucht ihr aus dem Design Space nicht, ne? Also danach könnt ihr, wenn ihr die Maschine mal registriert habt, könnt ihr auch damit arbeiten ohne Design Space, ne? Wo nehme ich das hier mit den Stiften, Freihand quasi, dann eben, wie ihr mit der Vorlage arbeiten könnt, die 12 Unzen Vorlage für diese Tassen, die ich euch unten verlinke, hat auch wunderbar funktioniert und dann eben, wie ihr anhand von einer Vorlage die verwenden könnt, um das Design mehrfarbig so zu platzieren, dass es nachher wieder stimmt. So, das war es auch schon mit der Weihnachtsserie. Wie gesagt, heute war es der letzte Tag von der Serie. Ich hoffe, da waren einige Ideen für euch mit dabei, die ihr auch selber umsetzen wollt oder auch Ideen, was ihr machen könnt, nebst natürlich Weihnachten. Die Sachen, die meisten, die ich gemacht habe, die gehen ja durchs ganze Jahr durch und wenn irgendwas mit Weihnachten drauf war, dann könnt ihr die Designs auch ändern und das durchs Jahr durch verwenden. Aber eben, das war's somit. Ihr seht und hört mich vor Weihnachten nicht mehr. Von dem her wünsche ich euch ein ganz schönes Fest, hoffentlich mit eurer Familie im kleinen Kreis. Bleibt gesund und wir sehen uns dann vor dem Neujahr nochmal. Bis bald!